Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. In einem überraschenden Schritt hat der CEO von Case IH die sofortige Schließung aller US-Produktion angekündigt. Die Produktion wird ins Ausland verlagert, nach Brasilien, Indien und vor allem nach Deutschland. Tausende von amerikanischen Arbeitnehmern wurden überrumpelt. Die Auftragsrückstände bei Ausrüstungsgütern steigen sprunghaft an. Ländliche Gemeinden sind erschüttert. Jahrzehntelang war Case IH das Rückgrat der amerikanischen Landwirtschaft. Jetzt ist das Unternehmen der Ausgangspunkt für eine 34,5 Milliarden Dollar schwere Krise. Aber das ist nicht mehr nur ein amerikanisches Problem. Da sich die Produktion nach Europa verlagert, muss sich der deutsche Agrarsektor auf weitere Auswirkungen gefasst machen. Von möglichen Engpässen in der Lieferkette bis hin zu einem erhöhten Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften und Infrastruktur. Warum jetzt? Warum dieser plötzliche Schwenk? In diesem Video erläutern wir die kühne Strategie, die hinter diesem Schritt steckt. Die Auswirkungen auf das ländliche Amerika und die neuen Realitäten, mit denen die globale Landwirtschaft nach der für die Branche erschütternden Entscheidung von Case IH konfrontiert ist. Vom Titanen zum Unruhestifter. Aus der legendären Fusion von Case Corporation und International Harvester hervorgegangen, trug Case IH nicht nur einen Namen, sondern über ein Jahrhundert lang Stolz, Zielstrebigkeit und Fortschritt in sich. Die unverwechselbaren tiefroten Traktoren und leistungsstarken Mähdrescher wurden im mittleren Westen der USA zu einer festen Größe. Sie waren mehr als Maschinen, sie waren Ikonen. In den frühen 2000er Jahren war Case IH an die Spitze der Landtechnik aufgestiegen. Die Landwirte begrüßten die hochmodernen GPS-integrierten Maschinen, die intelligenten Sprühgeräte und die Hightech-Mähdrescher, die den Anbau und die Ernte von Lebensmitteln veränderten. Diese Werkzeuge waren nicht nur hilfreich, sie waren revolutionär. Leichtere Arbeit, größere Präzision, höhere Gewinne. Aber auch das stärkste Erbe kann Risse bekommen. Unter der Oberfläche braute sich ein Sturm zusammen. Steigende Produktionskosten, ein aggressiver globaler Wettbewerb und sich schnell ändernde Verbraucherwünsche begannen, das Fundament des Unternehmens zu belasten. In den Vorstandsetagen verlagerte sich der Schwerpunkt von der Loyalität zum amerikanischen Boden auf die globale Effizienz. Fabriken in Europa und Südamerika, insbesondere in Brasilien und Deutschland, boten schlankere Abläufe, fortschrittliche Automatisierung und niedrigere Arbeitskosten. Die Zahlen sprachen eine deutliche Sprache. Und langsam wurde das, was einst undenkbar war, unausweichlich. Schon damals glaubte niemand wirklich daran, dass Case IH sich von seinem US-Geschäft trennen würde. Warzone, bis sie es taten. Ein Schock, der sich über Kontinente hinweg ausbreitet. Die Ankündigung des CEO schlug ein wie ein Donnerschlag. Alle US-Produktion wird geschlossen. Mit sofortiger Wirkung. Gemeinden, die das Erbe von Case IH gelebt hatten, standen unter Schock. Was einst eine Quelle des Stolzes und des Wohlstands war, wurde über Nacht zu einem Symbol des Verrats. Doch während Städte wie Racine, Wisconsin und Fargo, North Dakota, in Schweigen versanken, bereitete sich Deutschland jenseits des Atlantiks darauf vor, die Lautstärke zu erhöhen. Mit seinen technischen Zentren von Weltrang und seiner eigenen tiefen, landwirtschaftlichen Tradition hat sich Deutschland nicht nur als Ersatzstandort, sondern auch als strategischer Anker für die Zukunft von Case IH erwiesen. Standorte in Regionen wie Niedersachsen und Baden-Württemberg sind nun bereit, eine zentrale Rolle beim Bau der Maschinen zu übernehmen, die einst mit Stolz im amerikanischen Kernland montiert wurden. In Amerika waren die Auswirkungen unmittelbar spürbar. In Städten wie Racine war Case IH nicht nur ein Arbeitgeber. Es war alles. Generationen von Menschen arbeiteten in den Fabriken. Großväter, Väter und Enkeltöchter. Lokale Restaurants servierten Schichtmahlzeiten. Autohäuser dienten als Treffpunkte. Das Case IH-Logo prangte auf jeder Parade und jeder Gemeindeveranstaltung. Dann kam die Stille. Innerhalb von 24 Stunden begannen die Entlassungen. Tausende von Arbeitnehmern erhielten Kündigungen. Lieferwagen blieben stehen. Werkzeugverkäufer, Cafés, Kleinteile-Lieferanten, sie alle mussten ihr Geschäft aufgeben. Es gab kein Unterstützungspaket, kein staatliches Sicherheitsnetz, kein Übergangsplan, nur fassungsloses Schweigen. Für viele war es mehr als nur ein wirtschaftlicher Schlag. Es fühlte sich wie ein persönlicher Verrat an. Rentner sahen ihre Renten wackeln. Junge Mechaniker und Schweißer, die frisch von der Berufsschule kamen, wussten nicht wohin. Landwirte,
die Case IH die Treue hielten, fragten sich, können wir überhaupt noch etwas vertrauen? Und die ganze Zeit über liefen die roten Maschinen weiter, nicht auf US-Boden, sondern in Deutschland, Brasilien und Indien. Für die deutsche Industrie ist dies eine Chance. Der Landmaschinensektor des Landes ist robust, hochtechnologisch und genießt weltweites Vertrauen. Durch die Übernahme eines großen Teils der Produktion von Case IH stärkt Deutschland seine Rolle in den globalen Ernährungssystemen. Aber für die Amerikaner, vor allem für die im Mittleren Westen, ist es eine bittersüße Angelegenheit. Eine Marke, die auf ihren Feldern geboren wurde, wird nun unter fremdem Himmel wiedergeboren. Die Maschinen mögen gleich aussehen, aber für viele werden sie sich anders anfühlen. Hier geht es nicht nur um Traktoren. Es geht um Identität, Loyalität, Vermächtnis. Und in einem Wahljahr, in dem Vertrauen so wertvoll wie Geld ist, sind die Auswirkungen noch lange nicht vorbei. Ein politischer Feuersturm entfacht. Die Reaktion auf die Ankündigung von Case IH war unmittelbar und heftig. Innerhalb weniger Stunden hielten Senatoren aus Agrarstaaten Notfallpressekonferenzen ab. Gouverneur gaben offizielle Erklärungen ab, in denen sie die Entscheidung als einen Schlag gegen die arbeitenden Familien und die ländliche Wirtschaft verurteilten. In Iowa nannte der Gouverneur die Entscheidung einen Verrat am Rückgrat Amerikas. In Ohio forderten führende Kongressabgeordnete eine rasche Anhörung zu dieser Entscheidung. Im gesamten Mittleren Westen war die Botschaft klar. Hier ging es nicht nur ums Geschäft, sondern um eine persönliche Angelegenheit. Und die Wut machte auch vor Reden nicht Halt. Am Ende der Woche leiteten die Generalstaatsanwälte von 4 großen Agrarstaaten eine gemeinsame Untersuchung des Umstrukturierungsplans von Case IH ein. Demonstranten versammelten sich vor Autohäusern, während Bauernverbände Washington mit Forderungen nach neuen Gesetzen zum Schutz der heimischen Agrarproduktion überschwemmten. Sogar das American Farm Bureau gab eine seltene und scharf formulierte Erklärung ab, in der es davor warnte, dass der Schritt einen Dominoeffekt in den bereits angeschlagenen ländlichen Gemeinden auslösen könnte. Für ein Unternehmen, das einst ein Symbol für Stärke und Tradition war die Optik katastrophal. Als Case IH seinen Schritt als einen Schwenk hin zu globaler Effizienz bezeichnete, taten viele dies als Unternehmensjargon ab, der eine tiefere Wahrheit verschleiert. Die Entscheidung zur Schließung der US-Fabriken zu schließen und die Produktion in Länder mit niedrigeren Arbeitskosten zu verlagern, darunter Deutschland, Brasilien und Indien, wurde als strategische Entscheidung angepriesen. Aber hinter den Tabellenkalkulationen erzählen die menschlichen Auswirkungen eine andere Geschichte. Tausende von Facharbeitern, einige mit jahrzehntelanger Erfahrung, wurden überrumpelt. Städte, die um das rhythmische Brummen der Case IH-Montagebänder herum gewachsen waren, wurden unheimlich still. Lokale Cafés schlossen. Schulen verloren Schüler. Die Steuerbasis schrumpfte. Und mit ihnen begann sich auch das Gefüge des Gemeindelebens aufzulösen. Es ging nicht nur um den Gehaltscheck. Es ging um Stolz. Seit Generationen hatten die Familien nicht nur Maschinen, sondern auch eine Identität aufgebaut. Der rote Traktor auf dem Feld war mehr als nur ein Gerät, er war ein Vermächtnis, das vom Großvater an den Enkel weitergegeben wurde. Und jetzt war dieses Erbe ausgelagert worden. In Deutschland hingegen fließen neue Investitionen in moderne Produktionsstandorte. Die deutsche Fertigung, bereits bekannt für ihre Präzisionstechnik, schickt sich an, eine zentrale Rolle in der Zukunft von Case IH zu übernehmen, insbesondere in Regionen wie Baden-Württemberg. Während dies ein Gewinn für die deutsche Industrie sein mag, ist es für viele in Amerikas Kernland wie Salz in der Wunde. Und die Probleme machen nicht an der Grenze Halt. Erste Berichte deuten darauf hin, dass die Umstellung auf eine internationale Fertigung mit ernsthaften Wachstumsschmerzen verbunden ist. Die Verspätungen im Versand häufen sich. Unterbrechungen der Lieferkette sind weit verbreitet. Und die Fragen zur Qualitätskontrolle häufen sich. Analysten warnen, dass die Auslagerung zwar kurzfristig Arbeitskosten einsparen könnte, die langfristigen Folgen, Markenschäden, Misstrauen der Verbraucher und logistische Probleme jedoch weitaus teurer sein könnten. In vielen ländlichen Gemeinden lässt die Loyalität allmählich nach. Was einst ein Abzeichen des Stolzes war, das Case IH-Logo, wird zunehmend mit Skepsis, ja sogar mit Wut betrachtet. Ein weiteres kontroverses Thema heizt das Feuer weiter an: Reparaturbeschränkungen. Moderne Case IH-Maschinen sind mit hochkomplexen Softwaresystemen ausgestattet. So komplex, dass viele Landwirte grundlegende Reparaturen nicht mehr selbst durchführen können.
Wenn Sie einen Sensor zurücksetzen oder einen Motoralarm diagnostizieren müssen, benötigen Sie einen vom Unternehmen autorisierten Techniker. Für die Landwirte fühlt sich dies wie ein Verrat an. Unabhängigkeit und mechanisches Know-how waren schon immer Teil der landwirtschaftlichen Kultur. Wenn nun ein Mähdrescher während der Haupterntezeit ausfällt, können sie wertvolle Tage und in manchen Fällen sogar ganze Ernten verlieren, weil sie auf den Service warten müssen. Dies hat die schnell wachsende Bewegung für das Recht auf Reparaturen ausgelöst. Die Landwirte schließen sich zusammen, betreiben Lobbyarbeit bei den Gesetzgebern und fordern Zugang zu den Werkzeugen und der Software, die sie für die Wartung ihrer eigenen Maschinen benötigen. Mehrere US Bundesstaaten führen derzeit Gesetze ein, um das Reparaturmonopol aufzubrechen. Und Aufsichtsbehörden wie die FTC nehmen die Praktiken der Branche unter die Lupe. Das Blatt hat sich gewendet. Selbst treue Kunden bewerten ihre Beziehung zur Marke neu. Händler berichten, dass viele Landwirte jetzt aktiv nach alternativen Maschinen suchen. Maschinen, die offener, erschwinglicher in der Reparatur und respektvoller gegenüber den Menschen sind, die sie benutzen. Case IH war einst eine Säule des Vertrauens in der Welt der Landwirtschaft. Doch mit den Rückschlägen bei der Auslagerung, den Fehlern in der Produktion und der zunehmenden Frustration der Landwirte bekommt diese Säule Risse. Die Verlagerung zur internationalen Produktion, auch in Ländern wie Deutschland, könnte die Zukunft des Unternehmens neu definieren, aber nicht ohne Folgen. Und während die Chefetage Chancen sieht, sehen die Mitarbeiter auf dem Feld die Aufgabe. Die Frage ist jetzt nicht nur, ob Case IH wettbewerbsfähig bleiben kann. Es geht darum, ob das Unternehmen jemals die Menschen zurückgewinnen kann, die es überhaupt erst wichtig gemacht haben. Steigende Preise lassen das Vertrauen schwinden. Die Frustrationen enden nicht mit den Reparaturen. Die Preise für neue Case IH-Maschinen sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen, sodass sich viele Landwirte unter Druck gesetzt fühlen. Ein neuer Mähdrescher kann inzwischen mehr als $500.000 kosten, während hochwertige Traktoren regelmäßig die sechsstellige Grenze überschreiten. Gleichzeitig hat die Qualitätskontrolle Berichten zufolge nachgelassen. Die Beschwerden über Softwarefehler, verspätete Ersatzteillieferungen und schlecht ausgebildete Servicetechniker häufen sich. Das Vertrauen, einst das wertvollste Kapital von Case IH, schwindet rapide. Landwirte, die einst auf die Marke Case IH schworen, beschreiben sie jetzt als unnahbar, überteuert und gleichgültig. Online-Foren und Landwirtschaftsausstellungen sind voll von Horrorgeschichten über Garantiestreitigkeiten und Albträume beim Kundendienst. Es ist ein gefährlicher Kreislauf. Während die Kosten steigen und die Kundenzufriedenheit sinkt, verprellt Case IH genau die Menschen, die seinen Erfolg begründet haben. Die Führung der Marke behauptet, dass diese Preiserhöhungen die steigenden Kosten für Rohstoffe und fortschrittliche Technologie widerspiegeln. Aber diese Rechtfertigung klingt hohl für Landwirte. Die sehen, dass das Unternehmen Entlassungen in den US Arbeiter entlässt und die Produktion nach Übersee verlagert. Es entsteht immer mehr der Eindruck, dass Case IH mehr Wert auf die Optik der Investoren als auf das Vertrauen der Endverbraucher legt. Und wenn dieses Vertrauen erst einmal gebrochen ist, ist es fast unmöglich, es zurückzugewinnen. Der Exodus der Landwirte. Das kumulative Ergebnis all dieser Entscheidungen ist eine wachsende Abwanderung einst treuer Kunden. Landwirte, die mit roten Traktoren aufgewachsen sind, tauschen diese nun gegen Kubota, AGKO und sogar gegen Alternativen aus chinesischer Produktion ein. Der Wandel ist nicht nur anekdotisch, er ist messbar. Die Händler berichten über sinkende Verkaufszahlen, während die Konkurrenten sowohl Marktanteile als auch Kundenzufriedenheit gewinnen. Für einige ist die Entscheidung rein wirtschaftlich. Kubota und AGKO bieten eine vergleichbare Leistung zu einem niedrigeren Preis und ohne Software-Lockouts. Für andere ist es eine ideologische Entscheidung. Sie wollen nicht länger ein Unternehmen unterstützen, das ihrer Meinung nach den amerikanischen Arbeitnehmern und ländlichen Gemeinden den Rücken gekehrt hat. Die Auswirkungen auf Case IH sind gravierend. Die Markentreue, einst ein Eckpfeiler des Erfolgs, befindet sich nun im freien Fall. Und das Unternehmen muss feststellen, dass es sehr viel schwieriger ist, Vertrauen zurückzugewinnen, als es überhaupt erst aufzubauen. Wir sind immer noch junge Landwirte. Die nächste Generation von Führungskräften in der Landwirtschaft bildet sich jetzt ihre Meinung. Viele von ihnen treten in die Branche ein und sind bereits skeptisch gegenüber alten Marken und offen für Alternativen. Case IH läuft Gefahr, nicht nur bestehende Kunden zu verlieren,
sondern auch zukünftige. Der rote Traktor symbolisierte einst Stärke, Zuverlässigkeit und amerikanischen Mut. Heute besteht die Gefahr, dass er zu einem abschreckenden Beispiel wird. Und wenn Case IH den Kurs nicht schnell ändert, könnte die Abwanderung der Landwirte bald zu einer Flut werden. Das Spiel mit der Globalisierung. Nach dem abrupten Rückzug von Case IH aus den US hat der CEO des Unternehmens deutlich gemacht, dass die Zukunft der Marke nicht mehr bei den amerikanischen Landwirten liegt, sondern auf dem globalen Markt. In einem Aktionärsbrief, der Brancheninsidern zugespielt wurde, skizzierte der Geschäftsführer einen kühnen und umstrittenen Schwenk hin zum Ausbau der Präsenz von Case IH in Schwellenländern wie Brasilien, Indien und Afrika südlich der Sahara. Der Brief lobte agile Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und betonte die kostengünstigen Arbeitsmöglichkeiten im Ausland. Für Branchenveteranen las sich das Schreiben wie eine Unternehmensbeichte. Case IH, einst eine stolze Ikone der amerikanischen Landwirtschaft, setzt nun auf globale Skalierbarkeit statt auf lokale Loyalität. Die strategische Verschiebung beruht auf der Annahme, dass die Nachfrage in den USA stagniert, während der Appetit der übrigen Welt auf landwirtschaftliche Innovationen explodiert. In der Tat wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln bis zum Jahr 2050 um mehr als 50% steigen wird. Und die mechanisierte Landwirtschaft in den Entwicklungsländern steckt noch in den Kinderschuhen. Doch dieses Spiel ist mit hohen Einsätzen verbunden, indem Case IH genau den Landwirten den Rücken kehrt, die das Unternehmen weltweit bekannt gemacht haben. Riskiert es nicht nur Umsatzeinbußen, sondern auch den Verlust seiner gesamten Identität. Landwirte, die sich einst auf das Unternehmen verließen, wenn es um zuverlässige, lokal unterstützte Maschinen ging, sehen es jetzt als einen weiteren gesichtslosen multinationalen Konzern, der auf der Jagd nach Margen ist. Für die IH-Führungskräfte Dikash und Akechi von Case IH scheint die Entscheidung auf dem Papier rational. Aber für das ländliche Amerika fühlt es sich an wie Verlassenheit. Einmal gebrochenes Vertrauen lässt sich nur schwer wiederherstellen, insbesondere in Gemeinden, in denen Markentreue wie Ackerland weitergegeben wurde. Und auch wenn die internationalen Märkte Wachstum bieten, fehlt ihnen das emotionale Erbe, das Case IH zu mehr als nur einem Maschinenhersteller gemacht hat. Und nirgendwo sind die Auswirkungen dieses globalen Wandels deutlicher zu spüren, als im Schatten der am schnellsten wachsenden landwirtschaftlichen Supermacht der Welt, China. Chinas Landwirtschaftsboom gegen Amerikas Pleite. Während die amerikanischen Landwirte mit sinkenden Erntepreisen und zunehmend veralteten Maschinen kämpfen, gestaltet ein anderer Agrargigant die globale Landschaft rasch um. China hat mit massiven Investitionen in die Lebensmittelsicherheit und Agrartechnologie ein paralleles landwirtschaftliches Imperium aufgebaut. Ein Imperium, in dem die Lieferketten eng sind. Die Produktion boomt und die Innovation immer schneller voranschreitet. In dieser neuen Weltordnung hat Case IH den Schwung mitgenommen. Die Fabriken in Tianjin und Harbin gehören heute zu den produktivsten des Unternehmens und stellen Hightech-Traktoren, Erntemaschinen und Präzisionsgeräte her. Die meisten dieser Maschinen kehren jedoch nicht in die Vereinigten Staaten zurück. Stattdessen werden sie auf dem chinesischen Inlandsmarkt abgesetzt oder in nahegelegene asiatische Länder geliefert. Noch überraschender ist, dass chinesische Kunden jetzt frühzeitig Zugang zu neuen Case IH-Modellen erhalten, die amerikanische Landwirte noch gar nicht gesehen haben. Einige der fortschrittlichsten roten Maschinen werden nicht in Illinois oder Iowa vorgestellt, sondern auf Technikmessen in Peking und Chengdu. Diese Botschaft ist auch bei den US-Landwirte. Viele, die einst mit Stolz den Case IH-Hut trugen und Generationen von roten Maschinen gewartet haben, haben jetzt das Gefühl, dass sie ihre Marke schwinden sehen. Ihre örtlichen Händler schließen. Ersatzteile sind immer schwieriger zu finden. Und während neuere Modelle in Übersee glänzen, werden auf amerikanischen Feldern ältere, weniger effiziente Maschinen eingesetzt. Aber dies ist mehr als nur eine Geschichte von Unternehmensverlagerungen. Die Welleneffekte sind real und schmerzhaft. Die steigende Produktivität Chinas überschwemmt die Weltmärkte mit billigem Getreide und drückt die Preise. US. Die Landwirte sind gezwungen, mit Verlust zu verkaufen und befinden sich in einem Wettlauf, für den sie sich nie angemeldet haben. Einige Kritiker argumentieren, dass Case IH durch die Verlagerung von Innovation und Produktion ins Ausland ungewollt einen globalen Konkurrenten gestärkt und gleichzeitig die Landwirte geschwächt hat, die das Erbe des Unternehmens aufgebaut haben. Für sie geht es nicht nur um Dollar und Cent,
sondern um Würde und Unabhängigkeit. Und die Besorgnis macht nicht an den Grenzen Amerikas Halt. In Deutschland, wo Case IH ebenfalls moderne Produktionslinien betreibt, wird zunehmend darüber gesprochen, wie globale Agrarmarken die regionale Wirtschaft umgestalten. Auch die deutschen Landwirte beobachten genau, wie sie von den Hightech-Importen profitieren, fragen sich aber auch, wie viel Kontrolle die lokalen Erzeuger auf lange Sicht behalten werden. In der Zwischenzeit, zurück in den US, die Spannungen zunehmen. Einige Landwirte haben begonnen, sich nach alternativen Marken umzusehen, insbesondere nach solchen, die stärker regional verwurzelt sind oder einen besseren Zugang zum Recht auf Reparatur bieten. Andere setzen sich für eine Änderung der Politik ein und fordern eine stärkere Förderung der heimischen Produktion und einen fairen Zugang zu moderner Ausrüstung. Case IH, einst der Stolz der Landwirtschaft des Mittleren Westens, steht heute an einem Scheideweg. Die Strategie des Unternehmens ist auf globale Effizienz ausgerichtet. Aber zu welchem Preis? Da sich die Lieferketten über Kontinente erstrecken und Loyalitäten ausfransen, könnte die Zukunft der Landwirtschaft nicht nur von Innovationen abhängen, sondern auch von Vertrauen, Zugang und davon, wo die nächste Maschinengeneration wirklich hergestellt wird. Kann sie es sich leisten, den Kurs zu halten? Die Frage ist nicht mehr, ob die US-Landwirtschaft in Gefahr ist. Die Frage ist, ob jemand bereit ist, für sie zu kämpfen. Das lange Spiel von Case IH. Oberflächlich betrachtet ist die Schließung von Case IH's US-Betriebe wie Unternehmenssabotage aus. Für viele schien es eine kaltherzige Entscheidung zu sein, die darauf abzielte, die Gewinne zu steigern, indem die Arbeitskosten gesenkt und die Produktion in Schwellenländer verlagert wurde. Doch hinter dem Aufschrei, hinter der Wut, steckt ein längeres, tieferes Spiel, von dem der CEO von Case IH glaubt, dass es die nächste Ära der Landwirtschaft bestimmen wird. Es geht nicht darum, den amerikanischen Landwirt im Stich zu lassen. Es geht darum, die Landwirtschaft neu zu definieren. Das Herzstück dieser Strategie sind 3 wichtige Faktoren: die Generation Z, die Automatisierung und die globale Expansion. Während die landwirtschaftliche Bevölkerung Amerikas altert, erbt die Generation Z still und leise die Zukunft der Landwirtschaft. Diese Generation, die nach dem Jahr 2000 geboren wurde, ist digital orientiert, umweltbewusst und sehr pragmatisch. Sie wollen, dass die Landwirtschaft effizient, nachhaltig und technologieorientiert ist. Und Case IH setzt darauf, dass es ihnen weniger wichtig ist, wo ihre Traktoren hergestellt werden, sondern vielmehr, was diese Traktoren leisten können. Die Investitionen von Case IH in künstliche Intelligenz, autonome Maschinen und cloud-basierte Farm-Management-Systeme sind kein Zufall. Sie sind Teil einer bewussten Neuausrichtung, um der technologischen Entwicklung einen Schritt voraus zu sein. Das Unternehmen hat bereits autonome Pflanzmaschinen, fahrerlose Traktoren und datengesteuerte Bodenüberwachungssysteme vorgestellt, die die Art und Weise, wie landwirtschaftliche Betriebe betrieben werden, verändern sollen. Diese Tools versprechen höhere Erträge, weniger Betriebsmittel und eine genauere Kontrolle über jeden Acker. Gleichzeitig expandiert Case IH aggressiv in Schwellenländern. Von Indien bis Brasilien sind Märkte mit schnell wachsender Bevölkerung und hohem Nahrungsmittelbedarf auf der Suche nach zuverlässigen, erschwinglichen Landmaschinen. Durch den Aufbau von Produktionskapazitäten in der Nähe dieser Nachfrager zielt Case IH darauf ab, die Kosten zu kontrollieren und Märkte zu dominieren, die sich noch im Wandel befinden. Für viele in Amerika mag sich das wie ein Rückzug anfühlen, aber für die Chefetage von Case IH ist es eine langfristige Strategie. Es ist ein Glücksspiel, dass der Landwirt von morgen mehr wie ein Ingenieur aus dem Silicon Valley denkt als ein traditioneller Rancher aus dem Mittleren Westen. Doch während Case IH seine Wetten platziert, nimmt der Rest der Branche dies zur Kenntnis. Wer folgt Case IH? Die Auswirkungen des Ausstiegs von Case IH aus dem US sind den Konkurrenten nicht verborgen geblieben. In den Chefetagen von John Deere, AGCO, Kubota und sogar kleineren Start-up-Unternehmen analysieren Analysten jedes Detail des neuen Spielplans von Case IH. Einige sind im Stillen beeindruckt. Andere sind sehr skeptisch. Aber niemand ignoriert sie. Schon jetzt gibt es Gerüchte über nachahmende Kürzungen. AGCO hat Berichten zufolge interne Berichte über die Vorteile der Offshore-Fertigung in Mexiko und Südostasien in Auftrag gegeben. Einige europäische Marken erforschen eine stärkere Automatisierung und lokale Partnerschaften, um die Arbeitskosten zu senken.
In der Zwischenzeit drängen neu gegründete Agrartechnologieunternehmen in die Lücke, die Case IH hinterlassen hat, und bieten kleinere, softwaregestützte Alternativen für unabhängige Landwirte, die im Stich gelassen werden. Dennoch ist nicht jedes Unternehmen bereit, Case IH über die Klippe zu folgen. John Deere, der vielleicht bekannteste Name in der Landwirtschaft, hat seine Made-in-America-Strategie vorerst verdoppelt. Das Unternehmen lanciert Marketingkampagnen, betont seine lokalen Wurzeln und erhöht seine Investitionen in den US-Werke und umwirbt enttäuschte Case IH-Kunden mit Treueanreizen. Aber selbst diese Unternehmen wissen, dass die Zeichen der Zeit auf Sturm stehen. Die Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft ändert sich. Die globalen Nachfragemuster verschieben sich. Klimawandel. Unterbrechungen der Versorgungskette und Generationswechsel zwingen jedes Agrarunternehmen, sich schwierige Fragen zu stellen. Was passiert, wenn Ihr Kundenstamm nicht mehr lokal ist? Was passiert, wenn die Konkurrenz nicht aus Boise, sondern aus Bangalore kommt? Und was noch wichtiger ist, kann ein Unternehmen in einer kostengetriebenen Branche noch mit seinem Erbe führen? Oder muss es Nostalgie für sein Überleben eintauschen? Die Entscheidungen, die diese Marken jetzt treffen, werden nicht nur ihre Zukunft bestimmen, sondern auch die Zukunft der Landwirtschaft selbst. Während die Konkurrenten beobachten, wie sich das Spiel von Case IH entwickelt, rechnen sie nicht nur mit Dollar und Cent, sondern bereiten sich auf eine neue Ära vor. Im Moment ist die Branche noch gespalten. Die einen setzen auf Tradition, die anderen auf Wandel. Aber niemand kann es sich leisten, still zu sitzen. Case IH hat zwar Brücken abgebrochen, aber vielleicht auch den Weg in die Zukunft geebnet. Vom Erbe zur Haftung. Es gab eine Zeit, da war Case IH nicht nur ein Name, sondern eine Lebenseinstellung. Im amerikanischen Kernland waren diese ikonischen roten Traktoren nicht einfach nur Maschinen. Sie waren Meilensteine. Familien versammelten sich um sie wie um einen wertvollen Besitz. Generationen arbeiteten Seite an Seite auf den Feldern. Und das Dröhnen eines Case IH-Motors gehörte zum vertrauten Soundtrack des ländlichen Lebens. Die Marke stand für Vertrauen, für Widerstandsfähigkeit, für Stolz auf das eigene Land. Aber heute fühlt sich dieses Erbe zerbrochen an, seit der Ankündigung, das Case IH US Produktion zu schließen, sind die emotionalen Auswirkungen enorm. Die Landwirte sind nicht mehr nur frustriert, sie fühlen sich betrogen. Das Logo, das einst Verlässlichkeit symbolisierte, wird jetzt von Scheunen und Werkzeugkästen abgelöst. Das Road, das die ländlichen Gemeinden einst vereinte, wird durch Grün, Blau, Orange ersetzt. Alles, nur nicht die Marke, von der sie das Gefühl haben, dass sie sich von ihnen abgewandt hat. Und das ist nicht nur symbolisch gemeint. Es ist real. Autohäuser melden weniger Besuche. Die Finanzierungsgesellschaften verschärfen ihre Politik. Die Zulieferer suchen nach Alternativen. Was einst die größte Stärke von Case IH war, sein Erbe, ist jetzt sein größtes Risiko. Aber in dieser Geschichte geht es nicht nur um Traktoren oder Produktionslinien. Es geht um eine größere Frage, was passiert, wenn eine Marke, die auf Loyalität aufgebaut ist, auf globale Skalierbarkeit umschwenkt, kann man weltweit expandieren, ohne seine Wurzeln zu verlieren. Denn während Case IH auf den Überseemärkten, von Brasilien über Indien bis Deutschland, wachsen mag, schrumpft das Unternehmen in den Augen der Gemeinden, die es aufgebaut haben. Und das bringt uns zu den tieferen Spannungen im Spiel. Hier geht es nicht nur um Maschinen, es geht um Macht. Es geht darum, wer über die Zukunft der ländlichen Wirtschaft entscheiden darf. In den Vorstandsetagen, weit weg von den Feldern, werden Entscheidungen in aller Stille getroffen. Aber ihre Konsequenzen hallen laut in den Städten Amerikas wider. Die Gemeinden, die am meisten betroffen sind, haben dagegen kaum eine Stimme. Es ist eine neue Ära, in der CEOs nicht nur Unternehmen leiten, sondern auch Kultur, Wirtschaft und sogar die öffentliche Meinung beeinflussen. Mit einer Presseerklärung können sie ganze Regionen umgestalten. Und die Menschen, die zurückbleiben, sind gezwungen, sich zwischen Widerstand, Anpassung oder ganz wegzugehen, zu entscheiden. Doch jenseits des Atlantiks, in Ländern wie Deutschland, wo Case IH noch immer eine starke Produktionspräsenz unterhält, beobachten die Landwirte die Entwicklung genau. Könnte Europa der nächste Eckpfeiler in der Entwicklung der Marke werden? Oder wird sich die Geschichte wiederholen? Lokale Loyalität wird gegen globale Effizienz eingetauscht. Eines ist klar: Der Kampf um die Zukunft der Landwirtschaft wird nicht mehr nur auf den Feldern ausgetragen. Er wird in Fabriken, in der Politik und im öffentlichen Vertrauen entschieden.
Und jetzt sind Sie an der Reihe. Ist Case IH zu weit gegangen, um sein Erbe zurückzubekommen? Oder ist dies nur ein notwendiger Schritt in Richtung einer intelligenteren, vernetzteren landwirtschaftlichen Zukunft? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.